Ja, hallo, schönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute haben wir einen ganz außergewöhnlichen Dreh. Das ist nämlich ein Supersportwagen. Läuft schon mal gar nicht gut. Ich glaube, der muss erstmal schön eingefahren werden. Das ist ein Supersportwagen aus den 60er Jahren. Das Auto hat absoluten Weltruf, ist ein Bizzarini 5300 GT, konstruiert worden von dem ganz berühmten Ingenieur Giotto Bizzarini. Aber wie gesagt, ich muss mir an das Auto, an die Bremse, an alles erstmal gewöhnen, weil der Wagen ist nämlich fast jahrzehntelang restauriert worden. Das ist alles fotodokumentiert und der Wagen ist noch keine 100 Kilometer gelaufen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich das große Glück, dass wir so einen Wagen mal Probe fahren dürfen. Praktisch from new. Was ganz bedeutend ist, Giotto Bizzarini ist der Konstrukteur und der Erfinder eigentlich des berühmtesten Ferrari, den es überhaupt gibt. Das Ferrari 250 GTO, solche Autos, da gibt es 40 Stück von, die werden da heute gehandelt. Bis zu 50 Millionen Euro und ich weiß auch von solchen Verkäufen, das ist unglaublich. Und der Mann, der das konstruiert hat, hat diesen Wagen konstruiert. Was übrigens noch ganz interessant ist zu wissen, auch die Firma Isogriffo oder die ersten Isogriffos, die tragen seine Handschrift. Er hat früher, also im Jahr 1962, 63 auch für den Iso Revolta gearbeitet, die entsprechenden Maschinen konstruiert. Alles zurückzuführen auf Giotto Bizzarini. Wie gesagt, also ich spüre jetzt schon, die 8-Zylinder, die haben eine gewaltige Kraft. Was es hier nach vorne treibt, ist ein Chevrolet-Motor mit ca. 400 PS. Das ganze Auto ist auf Renntrim gebaut worden. Ich zeige euch nachher mal, wie die Straßenversion ausgesehen hat. Also dieser Wagen, den könnt ihr voll in den Einsatz nehmen. Also der Wagen, der schafft es von 0 bis 100 in 6 Sekunden. Also ich will erstmal, dass der warm wird. Der Wagen ist dann auch kaum gefahren worden. Aber man spürt schon, dass das Ding also wirklich ein Ungetüm ist. Man muss hier verdammt gut und verdammt vorsichtig Auto fahren. Die Autofirma hat es ja nur 4 Jahre lang gegeben insgesamt, weil er, wie gesagt, wirtschaftlich ist er einfach überfordert gewesen. Aber als Konstrukteur ist der Mann genial gewesen. Übrigens interessant bei den Pizzarinis, wenn ihr bei Wikipedia nachguckt, es sind zwischen 70 und 140 Autos produziert worden. Also mehrere Fahrgestellnummern sind doppelt belegt worden. Das ist auch das Problem bei Bizzarini. Die haben immer wieder wirtschaftliche Schwierigkeiten gehabt. Und dadurch sind manche Fahrgestellnummern doppelt und dreifach. Die haben auch, wenn man so sagen will, damals schon Steuerhinterziehung begangen. Damit sie weniger Steuern zahlen müssen, haben sie das dann so produziert. Da gab es also eine Nummer und 3 Autos. Das kann man nicht aufklären, bis heute nicht. Aber hier zumindest ist einiges belegbar. Und er hat eine ganz interessante Story, dazu erzähle ich euch nachher mal mehr. Da bewegt sich was. Also ich glaube, dass das Auto noch richtig schön eingefahren werden muss. Da hört man die pure Gewalt von dem Wagen. Also 6 Sekunden bis 100 glaube ich ihm. Und dass er eine Höchstgeschwindigkeit von 270 Stundenkilometer fährt, das glaube ich auch. Das Auto ist ja ein ganz scharfes Renngerät. Das spürt man. Er ist bretthart gefedert, aber es braucht er auch, damit er gut auf der Straße liegt. Er hat eine ziemlich direkte Lenkung, was ich gut finde. Und er hat ja einen wahnsinnigen Sound. Also wenn man diesen Wagen hier fährt, kriegt man dieses Gespür dafür, was das heißt, Ferrari GTO zu fahren. Der Mann war ja absolut genial. Der hat ja in den 60er Jahren die bedeutendsten Marken dieser Welt auf Grund gelegt, auf Kiel gelegt. Ist nur schade, dass er sich verstritten hat mit Enzo Ferrari. Aber was er da geschaffen hat, ist irre. Also auch so ein richtiges Rennen. Also man hat das Auto toll im Griff.
Aber was ich toll finde, das ist hier zum Beispiel das gesamte Armaturenbrett. Das entspricht ja nicht der normalen zivilen Straßenproduktion, sondern das ist ja richtig die Rennversion. Das kann man an allen Details sehen. Der dreht übrigens hier bis 5000, 6000 Umdrehungen, was für eine 8-Zylinder-Maschine richtig viel ist. Und 320 Stundenkilometer. Also ich glaube 270, 280 läuft der Wagen. Und wenn man mit dem richtig auf die Rennstrecke geht, gehört noch ein Käfig rein, gehören Gurte rein, das hat er jetzt noch nicht. Aber das gehört zu so einem Auto. Und ich glaube, besser und schneller ist ein GTO auch nicht gefahren. Aber der kostet 45 Millionen Euro. Und das Auto gibt es hier für eine glatte Million, sage ich mal. Das hört sich erstmal nach viel Geld an. Aber das ist bei dem Aufwand, der für dieses Auto hier betrieben wurde, vollkommen in Ordnung. Also was man mit dem Wagen alles machen kann, das ist unglaublich gut. Das erzähle ich euch gleich mal ganz in Ruhe. Wir müssen hier erstmal aus den Ortschaften raus. Heute ist ganz viel los. Die Leute haben wahrscheinlich alle Angst, dass zu Ostern alles zu ist. Da gehen sie jetzt schon einkaufen. Das nervt heute ein bisschen beim Drehen hier, gerade mit so einem Auto. Da möchte man ja mal drauf treten. Das ist im Moment ein bisschen schwierig hier. Wir versuchen das aber 1 Kilo oder 3-4 Kilometer weiter vorne zu machen. Aber eigentlich brauchst du da mal eine richtige Rennstrecke für das Ding, um da mal richtig drauf zu treten. Da müssen die Bremsen noch ein bisschen besser eingebremst werden, das merke ich. Da drüben ist die Ratzinger Höhe, das kann man gut sehen. Da fahren wir jetzt rüber. Das ist unser Filmplatz, liegt 800 Meter hoch, ist wunderschön. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen mehr Ruhe haben. Die hat übrigens serienmäßig 370 PS gehabt, aber die haben hier im Detail, als die Maschine neu restauriert wurde, das war im Jahr 2016, die ganzen Corsa-Spezifikationen eingebaut, die nötig waren, um nochmal 10% mehr Leistung zu bringen, weil wir davon ausgehen, das heißt der Restaurateur seinerzeit, dass das Auto wirklich in Renneinsatz auch kommt, weil dafür ist so ein Wagen gemacht und gebaut. Wir haben hier vorne gleich mal eine gerade Strecke, da trete ich nochmal ein bisschen drauf. Also da geht es nach vorne, kann man nicht anders sagen. Aber das Auto, da muss man sich erst richtig einfahren. Das Gefühl, bis ich das kann hier, da brauche ich 1-2 Tage, bis ich das Ding richtig fahren kann. Aber das ist schon faszinierend. Also das ist richtig, die GTs, die großen GTs der 60er Jahre, das war spannend, da musst du nur vorsichtig sein. Also das Ding hat aber richtig Dampf hier, spürt man. Das ist wie so ein brüllender Löwe, also wirklich. Naja, also mit den Bremsen kann man noch nicht richtig drauf treten. Aber dass hier richtig Dampf dahinter sitzt, ich glaube, das habt ihr gerade gemerkt und gehört, hat ja einen Sound, das ist ja wirklich, da kriegt man ja Gänsehaut. Also mit dem Auto mal ein paar Tage unterwegs sein auf der Nordschleife oder auf irgendeiner anderen Rennstrecke, bis man sich mal so richtig eingefahren hat. Da muss er noch ein paar Mal hin und her im Service wieder nachjustiert werden, das braucht das Auto. Er ist ja über ganz lange Zeit restauriert worden. Also man merkt, mit jedem Kilometer, wo man das Auto mehr fährt, umso mehr geht er los. Das Auto braucht einfach ein paar Kilometer, bis er gut eingefahren ist. Da ist ja wirklich alles neu, alles restauriert. Übrigens in Deutschland von einem absoluten Fachbetrieb, von einem Spezialbetrieb. Ah, hier ist der Blinker, jetzt habe ich es verstanden, da. Ja, wunderbar. Aber man findet alles ja ganz speziell hier mit dem langen Hebelchen. Finde ich ja voll toll gemacht. Also jetzt rummelt es ein bisschen. Da ist der Blinker hier vorne, habt ihr gesehen? Mittelstellung. Jetzt habe ich den zweiten gefunden, hast du gemerkt? Der liegt ganz dicht. Da ist ja der Rückwärtsgang. Ja, grüß euch liebe Freunde, schönen guten Morgen aus dem bayerischen Chiemgau. Heute zu einem ganz aufregenden Dreh. Wir haben hier nämlich einen echten Bizzarini 5300 GT. Man hat das Auto zur Rennversion in vielen Teilen, sage ich mal, modifiziert. Der Wagen ist halb fertig gewesen, ist dann 1993 per Notar aus der Konkursmasse gekauft worden.
Also man hat damals, auch weil man das Geld nicht hat, das hat in diesen 6 Jahren, wo es die Firma Bizzarini gegeben hat, 6 verschiedene Firmengründungen gegeben, weil die immer wieder pleite gegangen sind, weil einfach das Geld, Liquidität im Hintergrund hat gefehlt. Aber er war ein begnadeter Konstrukteur. Er hat ja wohlgemerkt den Ferrari 250 GTO auch konstruiert mit Enzo Ferrari zusammen. Und wenn die sich nicht verstritten hätten 1961, wäre es auch nicht zum Bruch gekommen. Er ist dann mit 5 Mann weggegangen, haben dann verschiedene Firmen gegründet, bis er dann 1963, 64 mit Bizzarini angefangen hat und plötzlich ist er dann eigener Automobilhersteller gewesen. Nur da reicht es nicht, ein begnadeter Ingenieur zu sein, da muss man auch ein bisschen mehr können. Aber das, was er hier zustande gebracht hat, das ist wirklich sensationell. Also ein guter Isogriffo kostet ja heute im perfekten Zustand schon 500, 600, 700.000 Euro. Aber das hier, dieser Bizzarini, der ist viel, viel schärfer. Da könnt ihr viel, viel mehr machen. Das Auto kostet eine glatte Million, das sage ich jetzt mal einfach so. Da muss man sprechen, aber ich denke, das kriegt man hin. Was aber interessant ist an dem Auto, und das möchte ich euch gerne mal zeigen, aber ich muss hier echt mal die Brille aufsetzen, das blendet heute so. Es gibt über diesen Wagen eine richtige Dokumentation, und zwar wirklich eine perfekte Dokumentation, wo man sehen kann, was mit dem Wagen alles gemacht wurde. Also beispielsweise, das haben wir mal ausgedruckt, so sieht eigentlich die Straßenversion aus, das könnt ihr unten sehen. Und das hier ist ja wirklich die echte Rennversion. Das hat man am Armaturenbrett alles geändert. Man hat diese Schalensitze gemacht. Und jeder Restaurierungsschritt bei diesem Auto ist mit Text, Foto dokumentiert in diesem Hochglanzprospekt. Man hat sich exakt an die Vorgaben aus den 60er Jahren gehalten. Die Originalteile stammen aus den 60er Jahren. Und dadurch, dass dieser Stefano Volpi da mit dabei war, der hat ja auch bei der originalen Produktion dieser Autos mitgewirkt. Das Auto ist absolut authentisch, guckt euch das mal an. Hier ist er dabei, das sind die Originalbilder. Und hier könnt ihr Stück für Stück und Schritt für Schritt sehen, wie perfekt dieser Wagen wirklich gebaut ist. Also man kann mit dem Auto jeden Einsatz machen. Er ist dann fertiggestellt worden 2018, 2019, befindet sich in einem wirklich perfekten Zustand. Es ist alles dokumentiert, was gemacht wurde. Das Ergebnis könnt ihr hier heute sehen. Das heißt also, es ist also immer unter Einhaltung der Originalität passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieser Stefano Volpi, der wusste natürlich genau, was er tut. Und man kann belegen, wo dieser Wagen herkommt. Aber es kann natürlich eine Diskussion darüber geben, gab es da 2 oder 3 Fahrgestellnummern. Also ich sage mal, es hat bei der Firma Bizzarini einfach ein gewisses Chaos gegeben. Und dieses Chaos, das trägt sich bis heute. Nur eins steht fest. Das Auto hier ist von absoluten Profis gemacht, von Profis, die absoluten Namen haben, die bei der Originalproduktion mit dabei waren. Das lässt sich alles dokumentiert bis heute nachvollziehen. Und damit hat man hier einen ganz, ganz tollen Bizzarini. Also so ein Angebot, so ein tolles Auto zu haben, kriegt ihr, glaube ich, kein zweites Mal. Also hier vielleicht ein tolles Detail, hier kann wenn ihr Renneinsatz habt, wenn ihr das Auto im Renneinsatz bewegt, hier Hochdruckbetankung ist hier möglich. Guckt euch mal hinten auch, alles auf Rennen gemacht. Auch das ganze Design extrem sportiv, hat eine Viergangschaltung, Rückwärtsgang oben links. Unten links ist der erste Gang, also alles auf Sport. Dann diese Rennschalensitze, die braucht man auch, wenn man den richtig scharf sitzt. Man hat total Verbindung zum Boden, zum Auto. Also wenn man da drin sitzt, fühlt man das ganze Auto um sich ganz direkt. Den könnt ihr richtig scharf fahren, aber es ist auch ein ziemlich großer Wagen. Das ist mir eben aufgefallen. Aber durch die Kotflügel sehr, sehr übersichtlich. Also man hat das Auto komplett im Griff, wenn man mit dem Wagen fährt. Aber man muss hier wirklich angelernt werden. Also ich habe auch eben einen Moment gebraucht, bis ich das mit den Gängen richtig reingekriegt habe. Aber Maschine läuft toll, man merkt, das ist alles gemacht worden. Der wiegt 1270 Kilo, was ja wirklich nicht viel ist. Und das verteilt auf 400 PS, da kann man sich ungefähr vorstellen, was das Ding losgeht. Also gestern mit unserem Fiat Dino hier schon, der hatte 180 PS beim gleichen Gewicht, wie der schon abgegangen ist. Der hat die doppelte Leistung hier. Also kann man sich vorstellen, wie das hier nach vorne geht. Man muss aber auch aufpassen. Also ich glaube, der ist ziemlich gefährlich, da muss man sehr, sehr gut mitfahren können. Aber wenn man dazu Lust hat, dann hat man total sensationell, faszinierenden Wagen. Wirklich faszinierenden Sportwagen. Als Sportwagen mehr, das ist ein Rennwagen. Das ist ein Rennauto. So, das kann man an den ganzen Corsa-Details hier sehen, auch an der Haube hier vorne mit den Lufteinlässen. Das hat es ja so normal bei der normalen Serienfertigung so nicht gegeben. Aber der Wagen ist jetzt so getrimmt worden, das sieht man übrigens auch an den Felgen, die er hat, an den Zentralverschlussfelgen, also alles für Renneinsatz. Das sind halt eben jede Menge Verbesserungen, die es aber authentisch im Original auch gegeben hat in den 60er Jahren.
Man hat sich hier deswegen, man kann ja fast sagen, Jahrzehnte gedauert, bis er in dem Zustand war. Man hat sich hier eine Mühe gegeben bei dem Auto um Authentizität, um Perfektion, um Originalität. Und das ist das Ergebnis hier. Was ich ja auch bemerkenswert finde, dass der Herr Bizzarini den Isogriffe auch gegründet hat oder praktisch erfunden hat, sagen wir mal so. War ja maßgeblich auch bei Isogriffe beteiligt. Das heißt, das kommt eigentlich alles aus der Ferrari-Linie, hat sich nachher aufgeteilt und die bedeutendsten Rennwagen oder Sportwagen unserer Zeit haben nun mal die Italiener, das kommt aus Italien. Das kann man hin und her, gut, es gibt auch noch Mercedes, ist natürlich vollkommen klar, es gibt auch noch BMW, aber die rassigsten Sportwagen haben die Italiener seinerzeit entwickelt. Und das ist einer von denen. Und der Konstrukteur dieses Autos hat die bedeutendsten Autos der Welt erschaffen. Das ist Fakt. Aber das Auto ist ja so ein bisschen wie so ein Vulkan. Also diese Kraftentfaltung, der Ton, der Sound, den das macht, ist ja Wahnsinn. Aber ich traue mich hier nicht richtig voll drauf zu treten. Das ist einfach, dafür sind hier die Kurven zu eng und zu unübersichtlich. Ich versuche das unten nachher gleich nochmal. Aber das ist ja wirklich ein Wahnsinnsauto. Wow. Naja, das ist wirklich so. Da unten haben wir die Hauptstraße, da versuche ich gleich mal, wenn es ein bisschen geradeaus geht. Das Tolle ist halt, dass der Wagen hier in Deutschland zu Ende restauriert wurde von einer absoluten Spezialwerkstatt. Das heißt, wenn der Wagen gekauft wird, kann diese Spezialwerkstatt, die das Auto in- und auswendig kennt, auch die Betreuung übernehmen. Das ist ganz, ganz wichtig bei so einem Auto. Die kennen sich absolut aus damit. Die haben hier ein ganz tolles Werk geschaffen, wo alles dokumentiert ist. So, Blinker rechts. Aufpassen. Das hat überhaupt keinen Sinn hier. Das hat keinen Sinn hier. Es ist so viel Verkehr. Also liebe Freunde, tut mir wirklich leid. Ich hätte jetzt gern ein paar Mal drauf getreten, aber aus irgendwelchen Gründen ist heute so viel Verkehr hier überall, dass wir echt vorsichtig sein müssen. Weil das ist ja nicht nur ein teures Auto, wir wollen ja auch keinen Crash bauen und andere Leute gefährden hier. Also heute können wir nicht richtig voll Gas geben, das geht leider nicht. Er ist einfach zu voll. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht durch das schöne Wetter. Aber wirklich aufregend. Also so ein Auto ist ein echtes Abenteuer. Das ist ein richtiges Abenteuer. Das war damals alles noch nicht so ganz 100% sicher. Man spürt das so ein bisschen. Damals hat man voll auf PS gelegt. Harte Straßenlage, das spürt man, er liegt gut. Hat auch eine ganz tolle direkte Lenkung. Aber so zum Thema Sicherheit, also mit so einem Auto muss man schon aufpassen. Sind ja in den 60er und 70er Jahren auch viele tödliche Unfälle passiert. Das muss man leider sagen, weil die mit der Technik und mit der also was die ganzen Sicherheitskonstruktionsmerkmale waren damals noch nicht so wichtig. Da hat man einfach auf Leistung gebaut und das merkt man. Das Auto ist auf Leistung gebaut. Und Leistung hat er wirklich und das Auto ist aufregend. Also diese aufregende Form von dem Wagen finde ich toll. Total aufregend. Ist ein Unterschied. Ich bin 300 SL schon ein paar Mal richtig scharf gefahren, aber das ist eine andere Welt. Das Ding ist wirklich eine richtig große Klasse oben drüber. Eine richtig große Klasse oben drüber. Da geht er wie ein Presslufthammer.
Jetzt sind wir wieder angekommen. Das war ja total aufregend, total abenteuerlich. Also was der Automobilbau alles hervorgebracht hat bisher, das ist faszinierend. Also das Auto hier ist richtiges Highlight. Jetzt erklären wir euch noch mal ein paar Dinge zu dem Wagen. Ich halte hier vorne bei uns auf dem Hof an. Mach ihn mal aus, sonst können wir gar nicht verstehen, was wir sagen. So. So, hier auch Zuziehgriffe übrigens, wie im Rennsport, könnt ihr sehen, einfach gezogen, geht's auf, keine komplizierten Türgriffe oder so, haben wir nicht. Kleines Holzlenkrad hier vorne, Bizzarini Livorno, da kommt der Wagen her. Aluminium-Schaltknauf, hier alles sportiv, alles auf sportiv gemacht, klasse, auch schön bequem. Also man ist hier gut umbaut von dem ganzen Auto. Hier ist viel Blech, Metall, also gar nicht groß mit Fußmatten oder so, das braucht man alles gar nicht. Das kommt hier auch aus dem Rennsport, ist klasse gemacht. Instrumente sind hier vorne, gucken einen an, sind also leicht schräg eingebaut. Benzin ganz außen rechts. Die ganzen Kippschalterfunktionen kenne ich jetzt nicht alle ganz genau. Hier ist ein Viper-Wischer, braucht man ja auch mal, wenn es regnet. Hier ist der Blinker, finde ich total cool, links und rechts. Hier vorne. So, Öldruck in der Mitte ist natürlich mega wichtig, genauso Wasser, damit man den Motor nicht zerfährt. Das ist direkt im Augenmerk des Fahrers. Und hier vorne Öltemperatur, die ist auch wichtig. Wenn das Ding zu heiß wurde, konnte man so einen Motor platt fahren. Das muss ja nicht sein, der war teuer. Und hier sind die Lichterchen für den Blinker und so weiter und so weiter. Fernlicht. Hier in der Mitte die Handbremse, haben wir vorhin einmal gebraucht. Hochziehen, ist das Ding fest und rollt auch nicht mehr weiter. Spiegel hier ein bisschen klein dimensioniert. Ich weiß gar nicht, ob die original ist oder nicht, aber das ist zumindest aus der Zeit, das kann man sehen. Ja, hier vorne Alcantara-Leder. Es ist alles höchstwertig gemacht. Und das Tolle ist, dass die Restaurierungsschritte bei diesem Auto Punkt für Punkt fotodokumentiert sind. Und man kann das genau mit den ganzen ganz Originalen aus der Zeit damals vergleichen. Es sind also, soweit es möglich war, Originalteile verwendet worden. Und Plakette und Rahmen sind, wie gesagt, notariell aus der Konkursmasse erworben worden seinerzeit. Ist alles aufgelistet, gibt es hier entsprechenden Belege für Nummer, das ist alles da. Also ich sage mal, ein 100% Auto gibt es nicht, das ist auch kein 100% Auto. Von der Qualität, von der Technik und von der Restaurierungsseite ist das hier ein 100% Auto, das sage ich mal. Da muss noch ein bisschen justiert werden, weil er gerade erst eingefahren wird, das spürt man. Aber von der Historie, wie gesagt, das ist ja wie bei Mercedes SSK oder all solchen Autos, da gibt es ja vielleicht 2% echte und der ganze Rest ist immer mal was gebaut worden. Aber man kann ihn relativ gut nachvollziehen, den Wagen hier. Und er gehört zu diesen 140 oder maximal 148, die gebaut wurden. Da gehört er dazu. Also da ist eine ganze Menge echt an dem Auto. Und das ist für den Geldeinsatz ist das total spannend, der Wagen. Also echt meine Empfehlung. Ich zeige euch jetzt außen noch ein paar Details. Steigen wir kurz mal aus. Machen wir mal kurz die Haube auf, dass unsere Jungs mal sehen, wie das da drinnen aussieht. Was diesen irren Vortrieb ausmacht. Hier vorne Rennverschlüsse. Ganz vorsichtig. Nach hinten. Gleichmäßig auf ihn. Jetzt haben wir es. Jetzt hängt er bei dir. So. Also, Rennhaube. Hier kann man das Aggregat sehen. 8 Zylinder, 5,3 Liter Hubraum. Das ist ein V-Motor, das kann man sehr, sehr gut erkennen. Da unten ist der Rahmen, der ist original. Da gibt es die Nummern für. Das ist alles notariell beglaubigt. Die ganzen Teile, die seinerzeit dann fehlten, das war halt eben bei dem Konkurs der Firma ab 1969 eine ganze Menge Durcheinander, die man dann hat, also entweder original authentisch ersetzt oder original vorhanden und dann wieder aufgearbeitet. Das Interessante ist, es ist alles super belegt und super fotodokumentiert. Und ich sagte euch ja vorhin schon, Stefano Volpini, die rechte Hand von Bizzarini, war dabei, hat mitgeholfen. Also der wusste genau, was er tat. Übrigens, schaut euch doch mal diese tolle irre Haube an, wie die verstärkt ist hier oben. So ist der seinerzeit auch gebaut worden mit diesen kleinen Löchern. Man hat versucht, Gewicht zu ersparen. Und der Wagen wiegt ja nur 1270 Kilo, was wirklich nicht viel ist. Und das auf 400 PS verteilt, das habt ihr vorhin gemerkt, was das bedeutet. Nur ich konnte vorhin einfach nicht voll drauf treten. Einmal, weil er noch ganz neu ist, weil man nicht kaputt machen, der muss auch erst eingefahren werden, 1000 bis 2000 Kilometer. Die hat er hier noch nicht. Und bei den Straßenverhältnissen heute habe ich mich das nicht getraut. Ich möchte auch niemanden gefährden, weil das hier ist wirklich eine Waffe. Also wenn das Auto hier in die falschen Hände kommt, wird es gefährlich. Kann ich nur jedem zur Vorsicht raten. Der ist, so wie er gebaut ist, eigentlich Rennsport und gehört auf irgendwelche Rennstrecken, Hockenheim, Nürburgring, Spa, da gibt es ja jede Menge. Da gehört das Auto hin, da kommt da noch ein Käfig drüber und dann geht es richtig los. Ja, was haben wir noch zu sagen? Mal kurz mal schließen wieder. Hier mit den Rennverschlüssen, machen wir zu. Also auch diese ganzen Details hier im Auto, alles Thema Rennen, das hat der originale GT, die Straßenversion so nicht gehabt.
Ich habe euch das ja auch schon gezeigt, dass das Armaturenbrett auch die Rennversion bedeutet. Das hat es bei der Straßenversion, war ein bisschen Holz eingebaut, sah das ein bisschen anders aus. Aber sonst sagt man selber, das ist so ein total aufregendes Auto. Also ich finde das Ding total irre. Und wie der fährt, also ich sag mal, fordert den ganzen Mann, muss man echt aufpassen, aber ist ein echtes Abenteuer. Also jeder, der Lust hat auf so ein Auto, steht hier im Moment noch bei uns in Beuerberg, ist zu haben. Ich glaube, wenn der Film jetzt hochgeladen wird bei YouTube, gibt es ja wieder eine weltweite Erreichbarkeit. Wir haben sehr, sehr hohe Klickzahlen. Also sind 25.000 Leute, die im Moment täglich, Paul sagt 40.000, er hat das besser im Blick. Also jedenfalls eine ganze Menge. Ich kann euch mal eins sagen, wir machen das jetzt seit 4 Monaten und seitdem haben wir fast 1,5 Millionen Filmaufrufe. Und diese Leute, da könnt ihr sicher sein, die richtigen Spezies erkennen das hier sofort. Und ja, weltweit gibt es von den Autos nicht so viele im Angebot. Sind ja bloß 130, 140 verfügbar laut Wikipedia. Also mehr kann es gar nicht geben. Und der hier gehört mit Sicherheit zu den besten. Da kann man sich reinsetzen, sofort jede Veranstaltung mit bestreiten. Das ist ein richtiges Top-Auto. Also, ich hoffe, die Mitfahrt hat euch wieder Spaß gemacht. Wir sind schon gerade dabei, den nächsten Film vorzubereiten. Es bleibt weiter spannend bei euch. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Euer Stefan Luftschütz. Ciao.